Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Heute wird es bunt. Dazu habe ich Blau genommen und Pink und Gelb und daraus besteht der Himmel. Hier siehst du schon, habe ich in einer Ecke mit einem dunklen Blau begonnen und hier verblende ich das mit gleichmäßigen Pinselstrichen hin und her. Ich verwende immer ganz wenig Farbe und das empfehle ich dir auch. Solltest du nicht zufrieden sein mit deinem Farbergebnis, also mit dem Leuchten der Farben, dann könnte es vielleicht sein, dass die Qualität der Farbe ein bisschen zu niedrig ist. Wenn da zu wenig Pigmente sind, dann musst du tatsächlich viel Farbe nehmen, damit die überhaupt sichtbar ist. Von daher empfehle ich dir, nimm nicht die günstigste Farbe, die kann man auch sehr gut verwenden, wenn man jetzt einen transparenten Auftrag machen möchte. Dann nehme ich die auch sogar sehr, sehr gerne, weil die Farbe der hohen Pigmentdichte, die würde ich ja mit Wasser verdünnen und das ist bei den günstigen Farben ja schon der Fall. So, und hier male ich jetzt die Meeresoberfläche und da nehme ich den Pinsel nicht mit der breiten Seite, sondern mit der Kante und ich fahre von links nach rechts und von rechts nach links und du siehst, die Striche, die ich male, die sind zwar in einer Geraden, aber die sind ungleichmäßig und so entstehen hellere und dunklere Schatten von ganz alleine, indem an manchen Stellen mehr Farbe ist und an manchen Stellen weniger Farbe ist. Ich weiß, dass es für uns schwierig ist, nicht gleichmäßig zu sein. Wir haben das so eingetrichtert bekommen, alles gleichmäßig und ordentlich zu machen, aber dann geht die Natürlichkeit verloren und ich empfehle dir, mach dich da ganz locker und wenn es unordentlich ist, dann ist es genau richtig so. Und hier habe ich jetzt die Welle gemalt. Das ist auch relativ einfach, wie du gesehen hast. Ich habe eigentlich nur einen Strich über den Malgrund gegeben und an diesem setze ich dann so ziemlich in der Mitte an und gehe in einer leichten Biegung nach unten. Also von dem Strich mit dem Pinsel runterfahren in einer sanften Biegung. Und hier siehst du, da kommen jetzt die kleinen Wellen, indem ich mit einem kleineren Pinsel die Striche kurz und knapp male. Und ich sage immer, ich male kleine lächelnde Münder, wie bei den Smileys. Und dann entsteht diese schöne Wasseroberfläche. Die Welle geht ja so nach oben und dann gehst du an der Seite so nach oben und auf der anderen Seite, wo wir eben angefangen haben mit der Welle, dann nach unten. Und hier fange ich mit Gelb an, das was oben im Himmel ist, oder jetzt hier mit Pink, das gebe ich auf dem Wasser dann wieder. Ich male eigentlich immer mindestens in 3 Schichten.
Jetzt siehst du das sehr schön, wie ich diese kleinen, sanften Smiley-Münder male. Und so entsteht diese Wasseroberfläche. Und jetzt male ich kleine Sterne auf die Wasseroberfläche. In der Mitte male ich einen Punkt und den durchkreuze ich dann mit einem Strich, der von oben nach unten geht, und einen Strich, der von links nach rechts geht. Die Mitte kannst du dann nochmal betonen. Und dann leuchten die Sterne auf der Wasseroberfläche. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ein schönes Motiv ist, wenn du mit Kindern zusammen malen möchtest. Da haben die bestimmt Freude dran, wenn es so schön bunt ist. Noch kleine Wasserspritzer, die durch die Luft wirbeln. Und eine schöne Schaumkrone bekommst du hin, indem du mit helleren und dunkleren Farben arbeitest. Also du fängst mit dunkleren Farben an und wirst dann immer heller. Und ganz zum Schluss würde ich erst Weiß pur drauflegen. Es sei denn, die Farbe ist noch feucht auf deinem Malgrund und sie vermischt sich dann mit dem Weiß. Dann kannst du das natürlich auch so machen. Aber wenn du alles nur in purem Weiß auf die getrocknete Farbe schon legst, dann entstehen keine Lichter und Schatten und die Schaumkrone sieht dann wie eine platte weiße Fläche aus. Lichtreflexe, Funkelstellen. Das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu wild geworden. Dann nehme ich einfach einen trockenen Pinsel und gehe einmal mit einem Strich nach unten, auch in einer leichten Biegung wegen der Form der Welle, nach unten und verwische das.
Und das Weiß von der Schaumkrone oder diese helle Farbe von der Schaumkrone, die spiegelt sich auch auf der Wasserfläche davor wieder. Und dann kannst du da auch ein bisschen was Helleres hinsetzen. Hier habe ich jetzt einen Schatten gemalt unterhalb der Welle, weil die Schaumkrone einen Schatten wirft. Ja, und jetzt kommt die Zahnbürste zum Einsatz. Da mache ich jetzt Wassertropfen, Spritzer auf dem Malgrund, auf die Meereslandschaft. Und dafür nehme ich die Zahnbürste, die kommt gerade aus dem Wasser. Die klopfe ich nur mal auf dem Rand ab, sodass sie eigentlich noch ziemlich nass ist. Dann gehe ich in die weiße Farbe, vermische das. Also ich vermische die weiße Farbe mit dem Wasser, was in dieser Zahnbürste geladen ist sozusagen. Und dann kannst du ganz wunderbar Wasserspritzer darstellen. Und falls die Spritzer überall hingehen, nur nicht auf deinen Malgrund, dann ändere etwas den Winkel vom Zahnbürstenkopf und drehe den ein bisschen nach unten. Dann sollte es eigentlich ganz gut gehen. Hier habe ich jetzt Vögel gemalt und da kannst du so ein langgezogenes M malen oder so ein Haken, so ein Check. Jetzt kommen noch die letzten Feinheiten. Da ein kleines Lichtchen, da ein kleiner Schatten, noch ein bisschen Liebe hier und da. Und dann ist es auch schon gleich fertig. Und ich hoffe, du konntest was mitnehmen und dir hat das Video Freude gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und ja, falls du es noch nicht getan hast, lass mir gerne deinen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und wenn du magst, kannst du auch die Glocke aktivieren, dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Und dann lade ich dich noch ein, Kanalmitglied zu werden. Das würde mich sehr freuen. Da hast du zwei Möglichkeiten, einmal mich zu unterstützen oder als Kreativmacher hast du dann noch Zugang zu weiteren Malvideos mit Erklärungen von mir. Und alle Videos, die du da sehen kannst, sind werbefrei, ohne Werbeanzeigen. Genau. Das Material, womit ich hier gearbeitet habe, das findest du in der Videobeschreibung. Also die Pinsel und die Holzplatte. Ich wünsche dir alles Liebe und schön, dass du da warst. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Oben rechts hast du da eine Empfehlung von mir. Bis zum nächsten Mal, deine Anke.